Hallo zusammen, ich bin wieder da. In der letzten Zeit habe ich nur Maschinen gebaut oder Werkzeug oder was weiß ich. Und ab und zu braucht man ein bisschen so Ablenkung, etwas Kreatives zu machen, etwas Schönes zu machen. Muss nicht nützlich sein, aber Hauptsache, dass es Spaß macht. Ich habe damals von Solid Projekt dieses Pulverbeschichtungsgerät bekommen. Das war echt super und war Zusammenarbeit mit Stefan auch ganz gut. Und jetzt habe ich etwas anderes bekommen von ihm und ich habe wirklich sehr gefreut dafür. Das ist ein sogenannter Hängemotor oder wie das Ding heißt. Also das ist nichts anderes wie, kann ja definitiv diese kleine Handoberfräse kann man von Einhell kaufen und sowas. Und das ist auch eigentlich das, aber ich sehe das so, das ist schon mal ein bisschen andere Qualität. Dazu habe ich noch einen Fußschalter und hier drin ist definitiv ein kleiner Bohrfutter eingebaut. Also ich glaube, ich kann hier alles montieren, was ich möchte. Sogar ich habe noch eins dabei. Oh, und das ist schön gelb. Und das ist so kleine, schnuckelige. Also ich probiere mal dieses Gerät aus. Ich möchte mal ein ganz schönes Projekt machen. Und das ist ein bisschen was anderes, wie ich normalerweise immer mache. So, wir haben einmal ein kleinerer und einmal ein größerer. So wie ich das sehe. Ich habe hier wieder eine Anleitung, das schmeiße ich wieder weg. In dem Fall, ich glaube, brauche ich das nicht. Kiste behalte ich, weil das gut zum Umziehen. Wenn meine Frau das mitkriegt, was ich alles mache, hinter ihm. Zusammenbauen geht ganz easy. Der hat eine kleine Schnellkupplung mit so kleinen Kugelchen. Ist zusammengesteckt und ist schon bereit für Arbeit. Bei der Fußschalter ist die Drehzahl regelbar. Die maximale Drehzahl bei der kleinen Motor ist 26.000. So, auf geht's. Machen wir was.
Wenn du dieses Schmuckstück bekommen möchtest, du hast nichts anderes zu tun, wie diesen Kanal abonnieren, diese Video liken und einen lustigen Kommentar zu schreiben mit Hashtag Totenkopf. Der lustigste Kommentar bekommt das von mir als Geschenk, natürlich auch mit einem Aschebecher und einem Kaffeebecher. Ich wünsche euch viel Spaß bei Basteln und bis zum nächsten Video. Ciao!